Hallo zu einer neuen Folge von Grafschaft to go, einer abenteuerlichen Folge. Wir sind hier im Erholungsgebiet in Uelsen unterwegs, in der Nähe der bekannten Hügelgräber. Aber wir suchen hier etwas ganz anderes. Und zwar suchen wir die Spuren der ersten Wasserversorgung in der Niedergrafschaft. Und wie das zusammenhängt, das erzähle ich euch jetzt. Heute ist es üblich, dass wir bei uns zu Hause in der Wohnung den Wasserkran aufdrehen und da kommt wunderbares Trinkwasser heraus. Vor 100 Jahren war das ganz anders. Da haben die Menschen, vor allen Dingen in der Grafschaft, in der Niedergrafschaft, ihr Wasser aus Dorfbrunnen, aus Privatbrunnen oder aus den Wassergräben, die so flossen, herausgeholt. Und das Wasser war nicht immer so toll. Das enthielt Krankheitskeime und Sonstiges. Und dann hat man in Uelsen als erste Grafschaft der Gemeinde beschlossen, ein Wassernetz, ein Wasserleitungsnetz aufzubauen. Und hier haben wir tief im Nirgendwo des Waldes ein Relikt aus dieser Zeit gefunden, als eine Wasserversorgung für Uelsen erst aufgebaut und dann langfristig sichergestellt werden sollte. Einer dieser Brunnen, die man normalerweise nicht findet und die wir nur mit Hilfe freundlicher Unterstützung des WAZ gefunden haben, was die Quellen dieser Geschichte offenlegt. Guckt mal hier rein. Das ist einer der Brunnen, die man im Laufe der Jahrzehnte gebohrt hatte, um gutes Wasser für die Menschen in Uelsen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes zu besorgen. Hier im Quellgebiet des Linnenbachs, man sieht hier, dass hier sich Wasser sammelt an der Oberfläche. Früher, als hier noch nicht so viel Wald war, gab es noch mehr Wasser, das sich hier an der Oberfläche sammelte. Das hat man hier in einem Sammelbecken zusammengeführt. Damit begann die Trinkwasserversorgung. Später, als nicht mehr genügend Wasser an die Oberfläche kam, hat man dann verschiedene Brunnen gebaut. Der älteste vor uns hier 1949 und es gab dann noch welche, den jüngsten haben wir eben schon gesehen, 1960, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Ja, die Uelser waren es gewohnt, ihr Wasser aus Brunnen, privaten Brunnen, öffentlichen Brunnen oder aus dem Stadtgraben zu holen. Das war aber überhaupt nicht gut, weil das Wasser Keime, Krankheitserreger, Jauche beinhaltete. Und deswegen haben die Gesundheitsbehörden 1924 diese Brunnen verboten. Das fanden die Uelsener überhaupt nicht lustig, weil sie ja dann überhaupt keine Wasserversorgung mehr hatten. Deswegen wurde dann nach etlichen Protesten begonnen, eine Wasserversorgung zu planen. Aus dem Quellgebiet des Linnenbachs wurde eine 2 Kilometer lange Leitung gebaut, eine gusseiserne Leitung. Und hier in der Straße, die heute am Wasserwerk heißt, bezeichnenderweise, wurde das erste Wasserwerk der Niedergrafschaft gebaut. Dieses sogenannte Wasserwerk ist eigentlich nichts anderes als ein großer Betonbunker, in dem sich 2 Wasserbehälter verbergen. Jeder Wasserbehälter fasst knapp 80 Kubikmeter. Der eine war dafür da, den Tagesbedarf der damals noch sehr kleinen Gemeinde Uelsen mit ungefähr 220 Haushalten zu decken. Und der andere, gleich große Behälter, war als Reservoir für die Feuerwehr gedacht. Wenn es brennt, dass die Feuerwehr Löschwasser hatte. 1929 wurde dieses Wasserwerk eröffnet. Und das Wasser aus dem Quellgebiet des Linnenbachs versorgte über ein Leitungssystem, was von hier aus in den Ort führte, auf ganz natürliche Weise die 220 Haushalte. Deswegen ist dieses Wasserwerk hier auch am höchsten Punkt der Gemeinde angebracht worden und liegt genau auf der Höhe vom Zifferblatt des Uelser Kirchturms. Ja, so wurden von hier aus in den ersten Jahren ab 1929 so ungefähr 60 Kubikmeter Wasser pro Tag an die Haushalte verteilt. Aber schon nach wenigen Jahren gab es Probleme. 1935 wurde das Wasser knapp, weil im Quellgebiet durch die Entnahme der Grundwasserstand gesunken war und nicht mehr die volle Menge hier herantransportiert werden konnte auf natürlichem Wege. In trockenen Sommern wiederholte sich das. Es führte schließlich dazu, dass 1949 der erste Brunnen gebohrt wurde im Quellgebiet, dass man dort Wasser auch aus tieferen Schichten sammeln konnte. Und auch das war nicht so ganz einfach, weil dieses Wasser Mangan und Eisen enthielt, vor allen Dingen Eisen
war schwierig, deswegen musste man schon ein Jahr später da so eine Art Aufbereitungsanlage daneben bauen, die auch in der Erde versenkt war, um das Wasser eben überhaupt zu Trinkwasserqualität aufbereiten zu können. Und im Jahre 1988 war endgültig Schluss. Da wurde die Wasserversorgung für Uelzen auch vom WAZ, also vom ehemaligen Wasserbeschaffungsverband Niedergrafschaft, übernommen. Und im Juli wurden die Leitungen auf die WAZ-Systeme umgeklemmt. Seitdem kommt das Trinkwasser in Uelzen aus Getelow. Und wir machen jetzt auch diesen letzten Deckel der Geschichte wieder zu und freuen uns, dass es in Uelzen noch viel mehr zu entdecken gibt als Tourismus und Hügelgräber. Und ich verabschiede mich mit einem rostigen Händchen. Bis zur nächsten Folge von Grafschaft to go. Macht's gut, guckt wieder rein. Tschüss. Danke, dass ihr diese Folge von Grafschaft to go angesehen habt. Während wir hier an neuen Folgen sitzen, klickt ihr euch doch gerne mal durch unsere alten Folgen, die findet ihr alle hier oben. Und gerne dürft ihr unseren Kanal abonnieren mit den Folgen, die alle schon gelaufen sind, und den findet ihr hier.